Hi Leute, wir sind jetzt hier wieder in den Bergen Südtirol unterwegs und haben ein paar Karten ausgewertet, die uns auch da unten im Tal zu so Sandbarrikaden geführt hat, wo wahrscheinlich mal irgendwie Lager war oder irgendwas, Kanonen standen, ist jetzt nur eine Vermutung. Und dann sind wir im Prinzip von da unten jetzt hier hoch, weil wir gesehen haben, dass hier ein paar Sachen sind und haben ad hoc auch was gefunden. Und das scheint auch eine riesen Anlage zu sein. Wir sind jetzt von hier hinten hochgekommen. Da fließt normalerweise so ein Fluss her, wenn das Schmelzwasser runterkommt. Und sind jetzt hier hinten den Berg runtergekommen und haben jetzt hier zum Beispiel schon eine riesen Schießscharte für eine Kanone. Und ganz interessant, das geht jetzt hier so ein Kanal runter, der betoniert ist. Und an den Seiten könnt ihr schon erkennen, ist so Camouflage noch ganz fein zu erahnen mit den Farben, Tarnmuster. Grün, braun, gelb und so weiter. Und es geht jetzt halt hier runter. Für was das genau war, können wir so nicht sagen. Eine Vermutung ist, eventuell durch Schmelzwasser, was den Berg runterkommt, dass das hier besser abfließen kann. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Also das ist nur eine Vermutung von uns, weil hier auch teilweise so Kerben drin sind. Keine Ahnung, ob das vielleicht noch einen anderen Zweck hat. Es scheint auf jeden Fall eine riesige Anlage zu sein. Weiter oben haben wir noch weitere Konstruktionen entdeckt. Und wir versuchen jetzt irgendwie erstmal einen Eingang zu finden. Und dann gibt es hoffentlich noch mehr Infos. Bis dahin. So Leute, wir haben schon mal ein bisschen ausgekundschaftet, wo jetzt der Eingang sein könnte. Man muss jetzt praktisch in diese Richtung runter. Da habe ich was gesehen. Das ist hier alles schon wieder zugewachsen. Hier geht nochmal der Kanal runter. Und hier seht ihr im Prinzip wieder eine Schießscharte für eine Kanone. Und hier an der Seite noch die Abdeckung, die praktisch drauf geklappt wurde, um das Ganze dann noch weiter zu verstecken. Ist eh schon kaum zu sehen. Und jetzt gehen wir im Prinzip den Weg runter und da habe ich schon einen Eingang entdeckt. Und dann geht es gleich weiter. Oh nein. Das geht schon. So, hier ist alles unter Wasser. Aber es geht, es ist nur im vorderen Bereich, weil es hier so von beiden Seiten so nach unten geht. Das ist schon mal gut. Dann brauche ich keine Gummistiefel. Alles klar, dann gehe ich jetzt rein. So, jetzt bin ich hier reingekrabbelt. Draußen ist Mella. Die aufpasst, hat ein Funkgerät und alles dabei. Taschenlampen habe ich auch am Start, dass nichts schief gehen kann. Und jetzt kommen wir hier schon mal in den Toilettenbereich, der auch jetzt mal komplett anders aussieht, wie das, was ich bisher gesehen habe. Ja, das ist hier schon ein bisschen, ja, ich sag's jetzt mal, etwas schöner gemacht. Hier seht ihr das Plumpsklo. Und hier geht es aber auch irgendwie direkt zu einer Schießscharte, auch nicht schlecht. Direkt neben Klo. Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter rein in die Anlage. Und schau mal, was jetzt hier so kommt. Hier ist zumindest jetzt keine Feuchtigkeit mehr. Hier sind irgendwie immer so Ausbuchtungen für irgendwas. Keine Ahnung.
was hier montiert gewesen ist. Boah, das ist schon mal eine riesen Tür. Ui, und hier hat sich Wasser gesammelt. Hier waren irgendwelche Bretter drauf. Tja, vielleicht war das irgendwie ein Zugang dann zu einer Wasserstelle von einer Quelle, die von oben kommt. Da haben die dann eigentlich auch kein Wasserproblem gehabt. Hier das gleiche. Statt wahrscheinlich dann so Frischwassertanks haben sie hier im Prinzip Quellwasser direkt von den Bergen gehabt. Ja, auch nicht schlecht. Okay, dann gehen wir mal durch. Boah, die ist schon übel verrostet. Hier oben auch die Rohre total verrostet. Krass. Hier sieht man schon eine Pfeilmarkierung. Aha. Hier haben sie irgendwie entweder ein Lager gehabt oder haben sich welche dann zwischenzeitlich ausgeruht. Boah, da hinten seht ihr, wie weit es geht. Krass. Krass. Okay Leute, gerade mal getestet, die Funkgeräte jetzt weiter drin, aber festgestellt, dass das dann doch nicht funktioniert. Nur mal eben vorne Bescheid gegeben. Der ganze Bau schluckt dann doch die Funkwellen, von daher der Versuch war es wert, aber okay, dann machen wir so weiter. Gut, hier ist wieder ein bisschen Wasser drin. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht falsch gehen. Das scheint eine Riesenanlage zu sein. Jetzt gehen wir hier erstmal durch. Wir gehen jetzt erstmal nur gerade, damit ich weiß, dass ich nur gerade gegangen bin. Da fängt es nämlich schon an. Die Treppe geht hoch. Hier hat man immer diese Ausbuchtungen. Jetzt auch langsam wieder kälter. Eieiei. Also ich vermute mal, dass das kreisförmig hier geht. Aha. Wir halten an dem Plan fest und gehen jetzt einfach nur mal gerade. Hier kommt eine größere Kammer. Tja, was dann immer einzeln so drin gewesen ist, ist immer alles nur Vermutung. Hier geht auch wieder eine Treppe hoch. Hier steht irgendwie HQ. Vielleicht jemand, der hier schon drin war und das so ein bisschen für sich notiert hat. Hauptquartier. Eieiei, da geht's wieder weiter. Und hier geht's wieder hoch. Okay, also gibt es drei Treppen, die eine Ebene höher gehen. Wo wir jetzt sind, ob das jetzt direkt das Erdgeschoss ist, das weiß ich nicht. Oder ob wir jetzt einfach einen der vielen Zugänge genommen haben. Hier geht's wieder hoch, okay. Gut, dann gucken wir hier. Ein Riesending. Aha, hier unten ist. Gehen wir ein bisschen rein. Ich vermute mal Duschräume oder sowas. Sicherheit. Wir gehen aber erstmal weiter. Jetzt gehen wir durch die nächste Tür. Ah, okay. Also alle Treppen in dem Hauptgang führen nach oben. Dann gehen wir jetzt erstmal nach oben. Da oben ist eine Wendeltreppe. Die scheint aber aus Metall zu sein. Nee, Holz. Ja, gucken wir mal. Ja, das ist aus Holz, klar. Krass. Richtig aus Holz. So ein Hauptstamm. Ja gut, hier komme ich leider gar nicht mehr hoch. Man kann ja nur ein bisschen gucken. Oh. Nee, kann man nicht. Schade. Okay, hier kommen wir leider nicht hoch. Mist, die haben sie damals aus Holz gemacht. So, jetzt sind wir aber hier hinten. Wollen wir da eben einmal hierher gehen? Komm, gut, dann gehen wir jetzt mal hierher. Das war ja jetzt hier ist es zumindest gefliest. Wie könnte Duschraum gewesen sein?
Ich weiß es nicht. Es ist halt nur irgendwie gefliest. Ja. Gleiche Raum. Ach du Scheiße, was ist denn da hinten? Jetzt wird's interessant. Wow. Hier sind nochmal so kleine Räume. Relativ uninteressant. Aber das. Krass, guckt euch das an. Hier ist ein Graffiti. Und hier sehen wir jetzt endlich mal diese Konstruktion mit den Betten. Ach du Scheiße. Alles verrostet. Ja, das sind die Betten. Oh, es sind hier noch viel mehr dann drin gewesen. Die sind ja ziemlich nah aneinander. Guck, man konnte die hier an den Seiten verstellen. Hier. Da an den Seiten. Aber dann konnten locker viel mehr Soldaten auf einer Pritsche liegen. Wie weit das geht. Das ist auch mega unheimlich hier. Es ist so krass, wenn man sich durch so Sachen bewegt, die ja jetzt 100 Jahre schon hier sind und sonst kaum einer ist. Hier sieht man sogar, haben sie Regale gehabt. Oder die Treppen. Ja. Genau, nee, das sind die Treppen, um dann eine Pritsche höher zu kommen, nehme ich mal an. Also eins von beiden. Entweder die Treppe oder halt ein Regal, damit wir was da hinstellen können. Alter, wird's geil. Boah. Ist das gruselig. Ah, hier ging eine Treppe hoch. Wir konnten hier direkt dann aus den Betten springen und hier eine Wendeltreppe hoch. Hier unten seht ihr praktisch das ganze tote Holz. Und hier die Haken alle noch, wo die Treppen befestigt waren. Aha. Und dann ging das nämlich hier noch eine Ebene höher. Da ist sogar noch ein Kletterseil. Also einer wollte auf jeden Fall hier hoch. Hat er dann abgeschnitten. Okay. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Krass. Noch so eine Schelle. Die ganzen Betten, die jetzt hier durchgerostet sind. Ah, das sieht so krass aus. So Leute, ein bisschen kann ich mich schon orientieren. Ich bin jetzt im Prinzip bei den Betten hier den Gang durchgegangen und bin jetzt hier wieder in den Haupteingang zurückgekommen. Aber diese Bretter hier mit der Plastiktüte sind das Indiz für mich, dass ich hier schon gewesen bin. Dann können wir jetzt hier nochmal die nächste Treppe gehen. Die erste Treppe. Also wir sind praktisch nur diesen Seiteneingang unten hingegangen. Boah, das sieht tot aus. Hat es nicht geschafft. Dann gehen wir jetzt hier mal hoch. Gucken, was uns hier oben erwartet. Viele Gänge. Ah, hier kommen wir jetzt zu einem Ausguck. Okay. Wir können jetzt hier durchgucken. Okay. Wahrscheinlich bei den anderen Treppen so weiter. Okay Leute, jetzt bin ich hier auch in einem Abteil gekommen, wo hier eine Kanone stand. Hier seht ihr noch das ganze Holz und so eine Aufhängung hier. Und hier ringsum irgendwie so Stahlhaken. So Leute, wie ihr sehen könnt, ich stehe jetzt wieder am Ausgang. Wir haben leider jetzt nicht die Kernräume noch finden können. Vermutlich ging es dann da hoch, wo diese Wendeltreppen überall waren, die aus Holz sind, die ja zum größten Teil verfault waren, nicht mehr betretbar. Und diesen einen Raum praktisch, wo diese Betten von den Soldaten waren, da konnte man ja auch höher, da gab es ja auch eine Wendeltreppe, wo einer einen Kletterseil schon befestigt hatte. Ich denke mal, auf dieser Ebene würden sich diese ganzen Räume befinden, weil die Anlage ist ja riesig. Ob wir da jetzt noch einen Zugang finden, weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal,
ansonsten sage ich bis dahin.